Hallo liebe Häkelfreunde, es ist für euch sicher nicht schwer zu erraten, welcher wunderbare Song mich zu diesem Tuch inspiriert hat. Bei mir sind es nicht ganz so viele Luftballons geworden wie in dem weltberühmten Lied, dennoch hoffe ich, mit diesem fröhlichen und bunten Tuch etwas Freude und Farbe in diese momentan eher triste Welt zu bringen. Dieses herrliche Tuch ist aus hochwertiger Merino-Wolle der Firma Garnmanufaktur entstanden. Gewaschen und gespannt hat es eine Größe von ca. 70 x 140 cm. Das Tuch kann natürlich um beliebig viele Luftballons erweitert und dadurch vergrößert werden. Angaben zum verwendeten Material und wo ihr das kaufen könnt, findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros sowie in der Infobox unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Bevor wir beginnen, seht ihr hier das Muster schematisch dargestellt, damit ihr einen Bildschirmabgriff oder ein Foto davon machen könnt. Achtung, hier ist nur eine Fläche des Tuchs dargestellt. Die zweite Fläche ist vollkommen identisch. Wir häkeln zunächst gemeinsam die 5 Basisreihen, also die Reihen 1 bis 5 der Zeichnung. Ich verwende eine Häkelnadel 3,5 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, dann häkle ich eine feste Masche in den Ring, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkle ich eine Luftmasche. Ich häkle 3 Stäbchen in den Ring. Ich häkle 2 Luftmaschen. Dann noch 3 Stäbchen in den Ring. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Ring. Wir haben 2 Vorbereitungslücken, damit wir angenehm zunehmen können, und hier haben wir die 2 Seiten des Tuchs. Wir wenden die Arbeit. Ich starte immer mit dem Ersatzstäbchen in das untere Stäbchen.
Dann folgt immer eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir 2 Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche und wir landen in der Mitte des Tuchs und hier häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche, dann immer 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das letzte Stäbchen häkle ich in den Maschenkopf des unteren Stäbchens. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle immer zuerst eine Luftmasche, eine feste Masche ins untere Stäbchen, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche, dann eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir 4 Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und auf das zweite Stäbchen der Zunahme häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, auf das vorhandene Stäbchen eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und die Spitze ist immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch 2 Stäbchen in die Lücke, wir häkeln wieder 4 Kästchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Maschenkopf des unteren Stäbchens. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt ergeben sich 6 Kästchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen der Zunahme, Kästchen auf die vorhandenen Kästchen, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der Zunahme, eine Luftmasche und die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Es ergeben sich 6 Kästchen und beide Seiten müssen immer gleich sein. Wir beginnen mit einer Luftmasche. Wir bilden hier ein neues Kästchen. Wir häkeln
Kästchen auf die vorhandenen Kästchen. Und am Ende häkeln wir immer 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Maschenkopf des Randstäbchens. Und wir häkeln noch eine Reihe mit Kästchen. Wir häkeln unser Randstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und wir beginnen immer mit einer Luftmasche und in den Randbereichen entstehen immer neue Kästchen. Und in dieser Reihe ergeben sich 8 Kästchen. Auch hier an der Spitze entsteht immer ein neues Kästchen. Die Spitze besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und sofort wieder eine Luftmasche häkeln, ein neues Kästchen bilden und auch auf dieser Seite erhalten wir 8 Kästchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ende der Reihe ist ebenfalls immer gleich. Wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Randstäbchen in den Maschenkopf des unteren Stäbchens. Und wir wenden die Arbeit. Das ist die Basis des Tuchs und jetzt beginnen wir mit dem Motiv. Die Grundreihen sind immer gleich, nur dass wir jetzt nicht nur leere Kästchen häkeln, sondern auch volle Kästchen. Alles andere bleibt wie bisher. Wir häkeln gemeinsam den ersten Mustersatz, also die Reihen 6 bis 12 der Zeichnung. Jeder Mustersatz besteht aus 7 Reihen. Wir häkeln immer ins untere Stäbchen das Ersatzstäbchen, immer eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir 3 leere Kästchen. Und jetzt häkeln wir 4 volle Kästchen. Und das bedeutet, wir häkeln auch in die Lücke ein Stäbchen, aufs Stäbchen ein Stäbchen. Und das machen wir, bis wir 9 Stäbchen haben. 9 Stäbchen entsprechen 4 vollen Kästchen. So, 4, 6, 9. Jetzt ergeben sich wieder 3 leere Kästchen. Dann häkeln wir die Spitze mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke.
Dann folgen 3 leere Kästchen, 4 volle Kästchen, das bedeutet 9 Stäbchen. Jetzt ergeben sich wieder 3 leere Kästchen bis zum Ende der Reihe. Und auch das Ende ist immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Randstäbchen ins untere Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit, die Einteilung haben wir somit erledigt und jetzt ist das Ganze sehr einfach. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke, wir häkeln wieder 3 leere Kästchen, und wir verbreitern den Ballon, das heißt, wir häkeln hier ein volles Kästchen, dann häkeln wir die 9 vorhandenen Stäbchen, wir häkeln auch hier ein volles Kästchen dazu, sodass 13 Stäbchen zusammenkommen. Dann häkeln wir wieder 3 leere Kästchen, dann sofort die Spitze, drei leere Kästchen, jetzt folgen 13 Stäbchen, auch hier verbreitern wir den Ballon. Wir erhalten wieder 3 leere Kästchen bis zum Ende der Reihe. Wir häkeln unser Ende mit 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und einem Stäbchen ins untere Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit, beginnen wieder mit dem Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt häkeln wir wieder 3 leere Kästchen,
Wir verbreitern wieder den Ballon. Es ergeben sich 17 Stäbchen. Wir haben 17 Stäbchen, die zusammenkommen. Wir häkeln 3 leere Kästchen. Wir häkeln die Spitze immer mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und die andere Seite macht ihr genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir 3 Kästchen und die Zunahme und die Vorbereitungslücke. Das bleibt immer gleich. Und wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt häkeln wir 4 leere Kästchen und wir häkeln die vorhandenen 17 Stäbchen. Der Ballon bleibt gleich breit im Moment. Nach dem Ballon haben wir wieder 4 leere Kästchen, dann die Spitze und auf der anderen Seite machen wir immer genau das Gleiche. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir und ihr seht, durch diese Art, das Ersatzstäbchen zu häkeln, entsteht ein schöner Rand, der sich nicht einrollt. Und wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe bleibt der Ballon immer noch gleich breit. Es ergeben sich 5 leere Kästchen, 17 Stäbchen, 5 leere Kästchen pro Kante und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe ergeben sich 6 leere Kästchen, 17 Stäbchen und 6 leere Kästchen pro Kante. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. In der nächsten Reihe wird der Ballon wieder schmaler. Wir starten mit dem Randstäbchen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke und wir häkeln 8 leere Kästchen. Die Zahlen schreibe ich euch immer oben in die Ecke.
Wir sind beim Ballon angekommen und wir machen ein leeres Kästchen, damit dieser Ballon schmaler wird. Und jetzt häkeln wir nur noch 13 Stäbchen. Und über die letzten 2 Stäbchen bilden wir ein neues leeres Kästchen. Und auf beiden Seiten des Ballons ergeben sich 8 leere Kästchen. Und die Spitze bleibt wie immer gleich und die andere Seite häkelt ihr genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt auf beiden Seiten 8 leere Kästchen, 13 Stäbchen und 8 leere Kästchen. Und jetzt fehlt uns von diesen ersten Ballons noch dieser schmalere Teil, aber gleichzeitig beginnen wir schon mit den neuen Ballons. Das heißt, dieser erste Mustersatz, bestehend aus 7 Reihen, ist nun beendet und der neue Mustersatz beginnt. Wir häkeln gemeinsam den zweiten Mustersatz, das sind die Reihen 13 bis 19 der Zeichnung. Und jeder Mustersatz besteht aus 7 Reihen. Wir starten wie immer mit dem Randstäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir häkeln 3 leere Kästchen. Und hier beginnen wir mit dem neuen Ballon und wir beginnen immer mit 9 Stäbchen. Das entspricht 4 vollen Kästchen. Jetzt folgen wieder 3 leere Kästchen. Und dadurch wird dieser Ballon schmaler und auch hier haben wir nur noch 9 Stäbchen. Hier bilden wir ein neues Kästchen. Wir häkeln 3 leere Kästchen. Noch einmal 9 Stäbchen. Und wieder 3 leere Kästchen. Die Spitze wie immer, das bleibt immer gleich. Wir
haben 3 leere Kästchen, 9 Stäbchen, 3 leere Kästchen, 9 Stäbchen, 3 leere Kästchen, 9 Stäbchen, 3 leere Kästchen. Und die zweite Seite macht ihr genau gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben nun folgende Situation. Diese ersten Ballons sind fertig und die neuen haben wir eingeteilt. Wir haben jetzt auf beiden Seiten 2 neue Ballons begonnen. Und die nächsten 6 Reihen häkelt ihr nach Zählmuster weiter. Es sind die gleichen Ballons wie hier, nur dass wir jetzt 2 Ballons pro Kante haben. Wir befinden uns jetzt in der 13. Reihe, das heißt die 13. Reihe haben wir soeben gehäkelt und wir häkeln jetzt weiter bis zur 19. Reihe. Und die 20. Reihe zeige ich euch dann noch einmal, denn da müssen wir wieder Ballons einteilen. Zwischen den neu begonnenen Ballons ergeben sich in der nächsten Reihe 8 leere Kästchen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt 19 Reihen gehäkelt bzw. 2 Mustersätze. In der 20. Reihe beginnt der Mustersatz von neuem und wir machen diese Ballons fertig und bilden gleichzeitig den Beginn von neuen Ballons. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir 3 leere Kästchen. Dann häkeln wir 4 volle Kästchen. Das entspricht 9 Stäbchen. Jetzt häkeln wir wieder 3 leere Kästchen. Dadurch wird der bestehende Ballon schmaler. Wir häkeln wieder insgesamt 9 Stäbchen. Zwei müssen immer übrig bleiben. Wir häkeln wieder 3 leere Kästchen. Wir häkeln 4 volle Kästchen, also 9 Stäbchen insgesamt. Es folgen wieder 3 leere Kästchen. Dadurch wird der bestehende Ballon schmaler. Hier haben wir nur noch 9 Stäbchen.
Es folgen wieder 3 leere Kästchen. Noch einmal 4 volle Kästchen, also 9 Stäbchen. Und bis zur Spitze ergeben sich noch einmal 3 leere Kästchen und wir häkeln die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und auch auf der zweiten Seite häkeln wir immer abwechselnd 3 leere Kästchen und 4 volle Kästchen. Und hier sind 3 neue Ballons entstanden und genau dasselbe passiert auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben die 20. Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt ist dieser Ballon hier wieder fertig und die neuen müssen vervollständigt werden. Zwischen den neu begonnenen Ballons ergeben sich in der nächsten Reihe 8 leere Kästchen. Jetzt braucht ihr wieder 6 Reihen, bis diese Ballons beinahe fertig sind und dann werden wieder neue Ballons eingeteilt. Ich schreibe euch eine kleine Übersicht und die findet ihr nach dieser Einstellung, in welchen Reihen ihr immer neue Ballons einteilen müsst und wie oft ich das mache. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. In den Reihen 27, 34 und 41 müsst ihr neue Ballons einteilen. Anschließend häkelt ihr die Reihen 42 bis inklusive 47 und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 47 Reihen gehäkelt und mein Tuch ist hier ungefähr 60 cm tief und ungefähr 120 cm breit. Ich werde jetzt keine neuen Ballons mehr einteilen, das müsst ihr selbst entscheiden. Ihr könnt natürlich noch einmal einen Mustersatz hinzufügen und dann sinngemäß weitermachen, so wie ich euch das jetzt zeige. Also sobald das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat, teilen wir keine neuen Luftballons mehr ein, sondern wir häkeln bis zum bestehenden Luftballon einfach leere Kästchen. Hier würde nun der neue Luftballon kommen, den lasse ich weg. Ich häkle einfach leere Kästchen bis zum bestehenden Ballon. Dann noch ein leeres Kästchen und immer die letzte Reihe des Ballons hat nur noch 9 Stäbchen.
Und dann bis zum nächsten Ballon leere Kästchen häkeln, alle Ballons vervollständigen, und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Die letzten Ballons sind nun vollständig und ich häkle jetzt noch eine Reihe leere Kästchen darüber. Natürlich könnt ihr auch mehrere Reihen leere Kästchen machen, und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe leere Kästchen gehäkelt. Ihr habt eure Anzahl Reihen gehäkelt und jetzt wende ich nicht mehr, sondern ich häkle an der oberen Kante weiter und ich häkle einfach rund um das ganze Tuch noch eine Reihe feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und hier am oberen Rand häkle ich in jede Lücke 2 feste Maschen. An allen Ecken müsst ihr mehrere feste Maschen machen, damit ihr gut um die Ecke kommt und sich die Ecke nicht aufstellt. Und hier bei den Kästchen immer eine feste Masche in die Lücke und eine feste Masche aufs Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unser Tuch Luftballons fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.